Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Ein Cold Opening, was ist kaputt gegangen an YouTube? So einiges. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass ab Mitte nächsten Jahres auf fast allen Videos YouTube selber Werbung schalten wird. Yeah! Warum sind wir auf YouTube? Weil es hier keine Werbung gibt. Wie können wir das ändern? Mit mehr verfickter Werbung. Wir RTLen einfach alle. Aber darum geht es heute noch nicht einmal, sondern das hier ist die letzte Show. Für dieses Jahr. Und eines Tages werde ich das mit der letzten Show sagen und es ist dann wirklich die letzte und kein Schwein glaubt mir das dann mehr. Jedenfalls werde ich zum ersten Mal in über 4 Jahren, die ich hier schon sitze, ohne Pause, auch mal frei haben. Und was habe ich mir dafür? Eine wunderbare Zeit ausgesucht, um auch mal verreisen zu können. Verfickte Scheiße. Nichtsdestotrotz, allons-y! Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf das Jahr 2020 zurück. Aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn diese Woche gibt es keine Kaffeetasse der Woche, sondern viele kennen das ja, dass man, wenn man die 100.000 Abos bei YouTube geschafft hat, einen silbernen Haken zugeschickt bekommt. Mir selber fehlen dazu nur noch ungefähr 900.000 Abos plus minus 800.000. Aber ich habe von der Rive TV los etwas viel cooleres zugeschickt bekommen. Nämlich zum einen seine Autogrammkarte und das hier, was für mich eine viel größere Auszeichnung ist, als jeder silberne Haken von YouTube es je wäre. Einmal davon abgesehen, dass das noch nicht einmal echtes Silber ist, sondern wenn man es in den Fluss wirft, dann fängt es an zu rosten. Sorry nochmal an Rob von Gameomat, aber selber schuld, wenn er mich allein damit im Raum lässt für 5 Sekunden. Also guck einfach mal in die Videobeschreibung, denn da ist der Link zum Megakanal von der Rive TV los. Und falls du auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst oder irgendwas anderes, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber heute will ich eigentlich dem dicken, fetten C dieses Jahres bewusst aus dem Weg gehen. Denn, meine Herren, was haben sich die Christdemokraten echt blamiert mit ihrem immer wieder verschobenen Parteitag? Man könnte glatt denken, die wollen zur neuen SPD werden. Aber immerhin hat sich ihnen das andere große C dieses Jahres in den Weg gestellt. Charismafreie Leute wie Attila Hildmann und die Querdenken-Bewegung. Und gerade ich hatte mit Attila Hildmann dieses Jahr eine ganz besondere Freude wegen diesem Gag hier von mir. Kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Und dabei meine ich nicht etwa, dass der vegane Ex-Koch und rechte Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann nun seine extrem weit rechts außen drehenden Joghurtkulturen versucht an den Arier zu bringen. Als ob die auf ihre Darmflora achten würden bei der Scheiße, die so aus deren Gesichtsaftern kommt. Und was brach dann ein Shitstorm seiner bescheuerten Fans über mich aus? Gerade diese Idioten, die in der Blase des Corona-Leugnens leben, in der ein Attila Hildmann das Zeug hätte zum Reichskanzler, versuchen immer wie eine riesige Armee zu wirken. Aber wie so oft bei deutschen Armeen ist das eher ein klägliches kleines Häufchen, also genau das, was auch bei Rezo immer in der Birne hin und her wabert. Nur was kann man erwarten von Leuten, die mit 4 Personen vom Reichstag stehen und brüllen, wir sind das Volk, mit 4 Leuten? Klar, man kann zu viert ein Doppel beim Tennis spielen. Man kann zu viert miteinander Sex haben und falls einer der behaarten Teilnehmer das dann doch irgendwie zu schwul empfindet, hat man immer noch einen flotten Dreier, was immer noch nicht schwul ist, sondern arisch. Klar, man kann mit 4 Leuten auch einen Verein gründen, aber eben keine gute Band. Aber was man definitiv nicht bilden kann, ist gleich ein ganzes Volk zu sein. Aber schauen wir jetzt einmal auf das andere große C in diesem Jahr, nämlich auf fast 52 verdammt coole Shows. Es gibt unheimlich viele Dinge, die ich beim Thema China ansprechen könnte. Jedoch haben wir eben nur etwas mehr als 10 Minuten Zeit. So könnte ich zum Beispiel über die Ein-Kind-Politik sprechen und welche fatale Folgen diese Politik am Ende hatte. Denn die Ein-Kind-Politik hatte das Ergebnis, dass viel mehr Jungen geboren wurden als Mädchen. Und das hat dazu geführt, dass es heute hunderte Millionen von Chinesen gibt, die keine Frau mehr finden können,
weil es eben mehr Männer als Frauen in China gibt. Und dank der Internetzensur können diese Männer noch nicht einmal ordentlich masturbieren, noch nicht einmal auf Winnie Pooh. Oder ich könnte auf das riesige Heer von chinesischen Wanderarbeitern schauen, die seit Jahrzehnten durch die Welt gekarrt werden, um unter menschenverachtenden Bedingungen unter anderem die Sportstätten für sämtliche Sportveranstaltungen der letzten Jahrzehnte zu bauen. Seien es die Fußballstadien in Brasilien für die WM und die dortigen Olympischen Spiele. Oder die Fußballstadien in der weltbekannten Fußballhochburg Katar. Mist, wieder werbeunfreundlich. Hätte man die für den BR geholt, der wäre vermutlich schon seit 2006 in Betrieb, also genau 2 Tage nach dem ersten Spatenstich. Und man hätte auch Beton sparen können, weil der eine oder andere Wanderarbeiter halt in der Wand verbaut worden wäre. Damit hätte man als chinesische Regierung Winnie Pooh definitiv besser entsorgen können, als ihn nun für japanische Geschäftsmänner tanzen zu lassen in einer Opiumhölle in Peking. Wahre Geschichte, denn davon gibt es eine Achterbahn bei Disney World. Naja, wenigstens war das mal werbefreundlich. Entweder für Disney oder für den japanischen Sextourismus, was eigentlich allen dasselbe ist. Wir schauen Dienstag einmal auf die Kreuzfahrten, weshalb wir das mal richtig machen sollten. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Kapitän Admiral Strelitz. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf der MS Lately Show. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und falls Sie es noch nicht getan haben, dann klicken Sie bitte unbedingt auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit Sie die Abfahrt der MS Lately Show morgen auch nicht verpassen. Das wäre ansonsten echt schade, denn dann könnten Sie nicht Teil einer der größten Umweltverschmutzer der Welt sein. Nur damit Mutti ein verwackeltes Foto von einem Eisbären machen kann, der sich krampfhaft an den Resten einer Eisscholle festhält. Machen Sie davon ruhig ein Foto mehr von dem, wer weiß wie lange es diese Tiere noch so frei in der Natur geben wird. Außerdem beachten Sie bitte, dass Sie Ihren Müll nur in die vorgesehenen Behälter entsorgen, damit die dann nachts von der Crew fachgerecht über Bord entsorgt werden, sodass Sie das nicht sehen können. Falls Sie übrigens vorhaben, Ihren Liebsten oder Liebste auf dieser Kreuzfahrt zu, sagen wir mal, entsorgen, dann beachten Sie bitte die dafür eingerichteten Bereiche, wo zufälligerweise Teile der Reling fehlen. Und falls Sie die Liebste oder der Liebste sind, dann haben Sie es gerade bitte überhört. Und so lustig das vielleicht mit der Mondlandung ist oder mit dem Reptilienmenschen Phil Collins, umso gefährlicher können Verschwörungstheorien sein. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, Phil Collins wurde vor 30 Jahren ausgetauscht gegen einen Schauspieler, weil Peter Gabriel ihm damals beim Konzert von Genesis mit seinem Lammkostüm hinter der Bühne erdrosselt hat, dann ist das erst einmal die Wahrheit und zweitens tut das keinem weh. Außer dem originalen Phil Collins, der nun erdrosselt wurde. Von Peter Gabriel mit dessen Lammkostüm. Bis heute keine Anklage. How come Commissioner Cressida Dick von Scotland Yard? Ist also Philipp Amthor käuflich? Wobei ich ehrlich gesagt eher gefragt hätte, ist Philipp Amthor jemand, der Sex mit Staubsaugern hat? Denn ich will ihm hier natürlich nichts unterstellen, aber er sieht halt aus wie ein Typ, der Sex mit Staubsaugern hat. Wobei er bestimmt keinen hat, wie auch keinen Sex mit echten Menschen. Aber als Kanzlerin hätte ich die Sorge, dass, wenn man aus Versehen natürlich nur auf Pornhub nach Typ Vögel Staubsauger sucht, man dann ein Video vorgesetzt bekommt, das Philipp Amthor zeigt, wie er gerade seinen neuen Vorwerk-Staubsauger einreitet. Wobei ich natürlich hier keinen bevorzugen will, das kann auch einer von Siemens, Miele und auch ein Roomba sein. Ich will hier echt keine Werbung für Vorwerk machen. Nur ist bekannt, dass Vorwerk-Staubsauger die Rolls-Royce sind unter den zweckentfremdeten Staubsaugern. Hat mir zumindest Philipp gesagt und einen Link auf Pornhub mitgeschickt. Ist also Philipp Amthor käuflich? Ja, denn wer Posten zugesteckt bekommt, Luxusreisen geschenkt und Anteile ergattert, aber nur, weil er im Bundestag sitzt und Kontakte als CDUler hat. Und nicht, weil er ein geiler Typ ist. Hier bitte ich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um eine Ermittlung, denn FIPSI ist alles außer geil. Außer Vorwerk präsentiert neue Modelle. Das alles war und ist nicht nur ein kleiner Fehler, sondern zeigt, wie dieser hässliche Freak tickt.
und wie viele in der CDU ticken, die glauben, dass der eigentliche Fehler nur war, sich erwischen zu lassen. Umso wichtiger ist es dem Ganzen, eine Regel vorzuschieben. Also wie Philipps Mutter vor die Tür vom Haushaltsraum mit dem Vorwerk-Staubsauger. Was bleibt mir am Ende noch übrig zu sagen? Vor allem vielen Dank, dass du wirklich bis zum Ende auch heute wieder durchgehalten hast. Rein statistisch gesehen sind wir jetzt damit nur noch zu zweit. Was aber für mich vollkommen okay ist, weil damit nur noch die beiden hübschesten Personen übrig geblieben sind. Das war's wieder von der Show für dieses Jahr. Noch einmal vielen Dank zum Schluss an der Rive TV los und keine Sorge, wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Dann geht es hier halbwegs normal weiter und zwar am 11. Januar. Bis dahin genieße die Feiertage, komm gut ins nächste Jahr und bleib vor allem gesund. Nicht wegen Corona, sondern generell soll Gesundheit ja nicht schaden. Und nicht zu vergessen, eine gute Nacht und viel Glück da draußen.